Wer ist diese Frau? Ich muss ihre Familie finden. Sie war in den letzten 2 Tagen hier. Gott sei Dank, geht es ihr jetzt gut. Ich hoffe, sie erlangt wieder das Bewusstsein. Ich hatte große Angst, dass ihr etwas Schlimmes zustoßen könnte. Gott sei Dank, du bist wieder zu dir gekommen. Geht es dir jetzt besser? Wer bist du? Kannst du mich hören? Wo bin ich? Wer sind Sie? Was ist mit mir passiert? Mein Name ist Thomas. Du bist seit 2 Tagen hier. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe starke Kopfschmerzen. Bitte sagen Sie mir alles. Jemand hat versucht, dich zu töten. Ich habe dich im Wald gefunden. Ich war in dieser Nacht campen. Ich liebe Camping. Ich werde wieder mit meinen Freunden hierher kommen. Was ist dort los? Warum bellen die Hunde? Ich muss nachsehen. Ich glaube, da ist jemand. Geh weg von hier. Warum bellst du denn? Geh endlich weg. Was ist das? Jemand hat hier gegraben. Ich muss nachsehen. Wer war hier? Irgendetwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott! Wer ist diese Frau? Jemand hat sie hier vergraben. Wer sind Sie? Können Sie mich hören? Was ist mit Ihnen passiert? Oh nein! Sie atmet nicht mehr. Ich muss etwas tun. Ich muss Wiederbelebung machen. Ich muss ihr Leben retten. Ich lasse dich nicht sterben. Bitte wach auf. Ich versuche es noch einmal. Gott sei Dank, sie atmet wieder. Ich muss sie ins Krankenhaus bringen. Der Arzt hat sie heute Morgen entlassen. Ich habe sie zu mir nach Hause gebracht. Wir müssen ihre Familie finden. Wie heißen Sie? Mein Name ist Petra. Ich möchte meine Tochter sehen. Wer hat mich begraben? Meine Tochter hatte mich zum Abendessen eingeladen. Ich wollte sie besuchen. Mein Auto ist an diesem Tag liegen geblieben. Dann habe ich mein Haus verlassen. Was ist danach passiert? Ich erinnere mich an nichts mehr. Ich wollte meine Tochter besuchen. Mir ist schwindelig. Wer hat mich begraben? Wer wollte mich töten? Mach dir keine Sorgen. Du musst dich ausruhen. Gott sei Dank geht es dir jetzt besser. Wir werden deine Familie finden. Ich bin bei dir. Du kannst hier bleiben. Ich muss Rubys Mutter finden. Ich habe sie im Wald begraben. Sie war nicht in dem Loch. Wo ist sie? Sie ist tot. Oh Gott, hilf mir. Ich muss sie finden. Sie kennt mein Geheimnis. Ich werde sie töten. Ich muss mit Dina sprechen. Sie wird mir helfen. Wir müssen Rubys Mutter finden. Hallo Dina, wir müssen uns morgen treffen. Wir müssen reden. Klar, Schatz. Ich will dich auch sehen. Ich vermisse dich so sehr. Ich will dich umarmen. Halt den Mund, Dina. Ich stecke in großen Schwierigkeiten. Ich erzähle dir morgen alles. Guten Morgen, Thomas. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Und wie fühlst du dich jetzt?
Mir geht es besser. Können wir jetzt reden? Natürlich. Lass uns drinnen reden. Ich höre dir zu. Was möchtest du sagen? Vielen Dank für alles. Du hast mir das Leben gerettet. Ich möchte meine Tochter sehen. Sie macht sich sicher Sorgen um mich. Jemand hat versucht, mich zu töten. Ich erinnere mich an nichts. Bitte hilf mir. Ich vermisse meine Tochter sehr. Ich kann hier nicht länger bleiben. Beruhige dich. Ich werde dir helfen. Ich finde deine Tochter. Du musst dich entspannen. Du hast bestimmt Hunger. Ich mache dir Frühstück. Danach gehen wir einkaufen. Du kannst deine Tochter nicht in diesen Kleidern treffen. Alles wird gut. Wie heißt deine Tochter? Sie heißt Ruby. Sie ist verheiratet. Ich kenne ihre Adresse. Ich kann nicht länger warten. In Ordnung, du wirst deine Tochter sehen. Aber du musst etwas essen. Ich decke den Tisch. Mama, wo bist du? Wer wollte dich töten? Ich will dich umarmen, Mama. Oh Gott, hilf mir. Ich will meine Mama sehen. Guten Morgen, Schatz. Ich habe großen Hunger. Dein Frühstück steht auf dem Tisch. Du kannst essen. Ich habe keinen Hunger. Ruby, ich weiß, dass du traurig bist. Die Polizei wird deine Mutter finden. Mach dir keine Sorgen. Sie werden den Täter finden. Du wirst krank, wenn du nichts isst. Du musst etwas mit mir essen. Nein, Klaus, ich will nichts essen. Ich gehe in den Park. Hallo, Schatz. Du wolltest mir etwas sagen. Wo sollen wir uns treffen? Wir stecken in großen Schwierigkeiten, Dina. Du kannst zu mir kommen. Ich erzähle dir alles. Was meinst du? Was ist passiert? Weiß deine Frau die Wahrheit? Nein. Bitte komm her. Ruby ist nicht zu Hause. Ich erkläre dir alles. Okay, Schatz. Ich komme. Bis gleich. Was will er mir sagen? Oh Gott, hilf mir. Ich will nur Geld. Ich liebe Klaus nicht. Er hat Rubys Mutter getötet. Danke für die Kleidung, Thomas. Du bist ein guter Mensch. Du hast mir das Leben gerettet. Wohnst du hier allein? Ja, ich lebe allein. Meine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Meine Großmutter hat mich großgezogen. Sie lebt in Österreich. Das tut mir sehr leid. Gott segne dich. Weißt du was? Ich liebe diesen Park. Ich bin früher oft mit meiner Tochter hierher gekommen. Wir haben hier viel gespielt. Wenn sie traurig war, kam sie hierher. Ich vermisse diese Erinnerungen sehr. Können wir jetzt gehen? Ich kann es kaum erwarten, meine Tochter zu sehen. Bitte sei nicht traurig. Komm, wir gehen jetzt. Du wirst deine Tochter sehen. Das verspreche ich dir. Mama? Mama, wo warst du? Ich habe dich so sehr vermisst. Meine liebe Mama, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Bitte verlass mich nicht noch einmal. Weine nicht, mein Schatz. Ich habe dich auch sehr vermisst. Ich kann deine Tränen nicht sehen. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Was ist passiert, Mama? Wer hat dich entführt? Ich weiß es nicht. Ich wollte dich an diesem Tag treffen. Ich erinnere mich an nichts mehr von dieser Nacht. Ich ging in den Wald, Mama. Jemand hat dich dort begraben.
Wer hat dich gerettet? Er heißt Thomas. Er ist ein guter Junge. Er hat mir das Leben gerettet. Er hat mich ins Krankenhaus gebracht. Gott sei Dank hat er mich gerettet. Vielen Dank, Thomas. Du bist ein Lebensretter. Gern geschehen. Deine Mutter spricht sehr viel über dich. Mama, lass uns nach Hause gehen. Du bleibst heute Nacht bei mir. Bitte, Mama, komm mit mir. Deine Mutter muss sich umziehen. Bitte komm mit mir. Ich möchte dich einladen. Okay, wir gehen mit dir. Ich kann nicht Nein sagen. Du hast meiner Mutter das Leben gerettet. Was ist los, Klaus? Warum hast du mich angerufen? Ist alles in Ordnung? Wir stecken in großen Schwierigkeiten, Dina. Ruby und ich waren im Wald. Die Polizei hat das Handy von Rubys Mutter geortet. Was? Die Polizei hat die Leiche von Rubys Mutter gefunden? Oh nein. Was sollen wir jetzt tun? Ich will nicht ins Gefängnis. Auf keinen Fall. Ihre Leiche ist verschwunden. Die Polizei hat das Grab ausgehoben, aber der Körper war weg. Ich glaube nicht, dass sie irgendjemand gerettet hat. Sie kennt unsere Wahrheit. Was? Sie lebt noch? Klaus, bitte, rette mich. Sie ist tot, Dina. Wir haben sie begraben. Mach dir keine Sorgen. Sie kann nicht mehr leben. Ich muss mich umziehen. Ich bin gleich zurück. Thomas, ich möchte dich zum Abendessen einladen. Du hast meiner Mutter sehr geholfen. Ich möchte mich bedanken. Kannst du zu uns kommen? Klar, Ruby. Ich komme gern. Danke für die Einladung. Möchtest du einen Kaffee? Ich mache sehr guten Kaffee. Nein, danke. Lebst du hier allein? Ja, ich lebe allein. Meine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Ruby, ich bin fertig. Sollen wir gehen? Wow, Mama. Du siehst wunderschön aus. Lass uns gehen. Alles wird gut. Rubys Mutter ist nicht mehr da. Ich glaube, du hattest recht, Dina. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht. Ich habe dich letzte Nacht vermisst. Danke, dass du für mich da bist. Bitte geh jetzt nicht. Nein, nein. Ich will keinen Ärger. Ruby kann jederzeit kommen. Ich muss gehen. Es ist mir egal, was meine Frau denkt. Ich liebe dich. Natürlich liebe ich dich auch. Ich würde alles für dich tun. Lass uns diesen Moment genießen. Wir werden viel Spaß haben. Mama, bitte setz dich. Ich sage Klaus Bescheid. Er war auch sehr besorgt. Er ist bestimmt im Schlafzimmer. Ich komme gleich zurück. Natürlich, Ruby. Du kannst es deinem Mann sagen. Ich warte hier. Klaus, mach die Tür auf. Bist du da? Schatz, ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Deine Frau ist eine Spionin. Sie hat meinen besonderen Moment ruiniert. Klaus, du musst etwas tun. Ich will keinen Ärger mehr. Klaus, geht es dir gut? Warum sagst du nichts? Schnell, Dina. Du musst dich im Badezimmer verstecken. Nicht schon wieder. Ich will nicht mein ganzes Leben lang Verstecken spielen. Ruby, mein Schatz, ich komme.
Ich war im Badezimmer. Warte einen Moment. Was ist passiert? Hast du Bauchschmerzen? Nein, Liebling. Mir geht es gut. Was wolltest du mir sagen? Ich bin so glücklich. Komm bitte mit mir. Jemand möchte dich sehen. Okay, Schatz. Gehen wir. Wer will mich sehen, Ruby? Hallo Klaus. Wie geht es dir? Hast du mich vermisst? Meine Mama lebt, Schatz. Ich habe sie gefunden. Ich weiß, du freust dich. Sie bleibt heute Nacht bei mir. Klaus, schließ bitte den Mund. Sonst fliegt dir noch eine Fliege hinein. Mama, du bist so lustig. Ich liebe deine Witze. Klaus, ich lebe. Ich bin kein Geist. Hallo. Bist du bei Verstand, Klaus? Bist du betrunken? Ich freue mich, Sie zu sehen, meine Schwiegermutter. Bitte setz dich, Klaus. Ich möchte mit dir sprechen. Oh mein Gott. Sie wird Ruby alles erzählen. Es tut mir leid. Ich kann alles erklären. Klaus, wovon redest du? Was ist los? Klaus, ich verstehe dich nicht. Was willst du erklären? Guten Tag, Frau Ruby. Danke, dass Sie mich gerufen haben. Sie haben Ihre Mutter gefunden. Hallo, Frau Petra. Ich möchte Ihnen etwas fragen. Ja, Herr Polizist. Was möchten Sie wissen? Wer hat Sie entführt? Wer hat Sie begraben? Ich werde diese Person verhaften. Ich habe an diesem Tag mein Haus verlassen. Ich wollte meine Tochter treffen. Und was ist dann passiert? Wer hat Sie entführt? Ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, wer mich entführt hat. Das ist nur ein vorübergehender Gedächtnisverlust. Vielleicht erinnern Sie sich mit der Zeit wieder an alles. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.